Willkommen zurück zu Woche 1, Einheit 5. Heute möchte ich dir zeigen, wie du dein erstes interaktives Videospiel in Snap programmieren kannst. Dabei werden wir Dinge wiederverwenden, die du schon kennst: Schleifen, Verzweigungen, Parallelität, sogar mehrere Objekte. Aber wir werden noch etwas Neues lernen, nämlich wie Objekte untereinander kommunizieren können. Und nachdem wir das Spiel gebaut haben, werden wir wieder einen kleinen Clou, einen kleinen Gag einbauen. Wir fangen mal ganz langsam an. Du kennst schon die Idee, dass ein Objekt ein Kostüm anziehen kann und Kostüme wechseln kann. Kostüme kannst du malen mit dem Malprogramm oder du kannst dir auch einfach welche aussuchen, die wir schon vorgefertigt haben. Dazu kannst du hier ein Kostüm laden und ich werde mal eins aussuchen. Wenn wir hier ein bisschen runtergehen, gibt es ein Kostüm hier, das heißt Oktopus. Das kann man einfach anwählen und dann auf Import drücken. Und pass mal auf, was passiert, wenn ich das jetzt importiere. Das Objekt zieht dieses Kostüm an. Ich sehe hier das Kostüm in dem Kleiderschrank des Objektes und das Fenster bleibt offen. Und ganz oft ist zu sehen, dass es von einer bestimmten Figur nicht nur ein Kostüm, sondern mehrere gibt. Hier habe ich ein Kostüm A und ein Kostüm B und meistens lohnt es sich, alle, die zu einer bestimmten Familie gehören, zu importieren. Pass mal auf, was passiert, wenn ich das zweite Kostüm importiere. Achtung, ich drücke auf Import. Hast du es gesehen? Jetzt hat das Objekt das andere Kostüm angezogen und ich habe zwei Kostüme hier drin. Jetzt kann ich zwischen diesen beiden Kostümen wechseln und da sieht man, dass sowas wie eine Bewegung passiert. Das ist wie so ein Daumenkino, wenn man von einem Bild auf das nächste wechselt. Das nennt man eine Stop-Motion-Animation, wie im Zeichentrickfilm. Und was wir hier machen, ist ja so eine Art Zeichentrickfilm. Ich kann jetzt also hier ein Kostüm auswählen und dann wieder ein anderes. Und von Hand ist das ein bisschen mühsam. Der Clou ist, dass ein Computer das in einem Programm machen kann. Gehen wir also zurück zu den Skripten und in der Kategorie Aussehen gibt es einen Block, der sagt Nächstes Kostüm. Wenn ich diesen Block rausnehme und hier draufklicke, passiert genau das. Das Objekt zieht das nächste Kostüm an. Wenn ich wieder draufklicke, zieht es wieder das andere an. Was passiert ist, es wird durch alle Kostüme hier durchgehen, die ich hier habe, aber es wird nie auf dieses hier gehen, denn das nehmen wir nur zum Malen. Wenn ich zwei Kostüme habe, hätte ich gern, dass jetzt hier dieses Objekt, dieser Oktopus, immer zwischen diesen beiden hin und her schaltet. Also gehe ich in die Steuerungspalette und, du weißt es schon, nehme wieder den Fortlaufend-Block, diese Schleife raus, kann diese Schleife hier drumherum wickeln und jetzt müsste es eigentlich immer zwischen beiden Kostümen hin und her schalten. Probieren wir es mal aus. Wow, ja, es schaltet zwischen beiden Kostümen hin und her, aber es ist viel zu schnell. Wie kann ich das langsamer machen? Hier hat es zum Beispiel einen Warteblock. Wenn ich diesen Warteblock nehme und auch in diese Schleife reinnehme, dann geht er zum nächsten Kostüm und wartet eine Sekunde. Eine Sekunde ist fast ein bisschen langsam. Wollen wir es wieder schneller machen? So sieht es ungefähr richtig aus für einen Tintenfisch im Meer. Und wahrscheinlich ist es eine gute Idee, dass der Tintenfisch immer diese Bewegung macht. Deswegen
kann ich wieder diesen Hutblock nehmen, der diesen Prozess, diese Stop-Motion-Animation in Gang setzt, wann immer das Spiel anfängt. Wenn ich jetzt auf die grüne Flagge drücke, fängt der Tintenfisch an, sich zu bewegen. Das ist noch nicht sehr interessant. Wir wollten ein interaktives Spiel machen, wo das Objekt auf etwas reagiert, was der Spieler macht. Dazu möchte ich, dass dieser Tintenfisch den Mauszeiger verfolgt. Dann kann ich den Mauszeiger hier rüber bewegen und der Tintenfisch wird ihm folgen. Wie mache ich das? Nun, in unserer letzten Übung haben wir dazu die Maus X und Maus Y Position genommen und den Gehe zu Block oder den Gehe zu XY. Aber das hilft uns hier nicht wirklich weiter. Wenn der Tintenfisch immer genau zur Maus geht, dann ist er ja schon immer genau da, verfolgt die Maus aber nicht. Lasst uns also was anderes versuchen. Hier gibt es den Zeigeblock und der Zeigeblock hat auch ein paar Dinge, die ich ausprobieren kann. Wenn ich hier drauf drücke, kann der Zeigeblock auf den Mauszeiger zeigen. Pass mal auf, was passiert, wenn ich das jetzt drücke. Der Tintenfisch dreht sich rum und zeigt auf die Maus. Wenn ich dann es so mache, dass er dann nicht ganz zur Maus geht, sondern nur ein paar Schritte in die Richtung der Maus, sagen wir 2 Schritte, wenn ich jetzt hier drauf drücke, bewegt er sich leicht zur Maus hin. Lass uns auch das mal fortlaufend versuchen. Ich gehe zurück in die Steuerungskategorie und nehme den Fortlaufend-Block, wickle ihn um dieses kleine Skript und probiere das jetzt mal aus. Ha! Der Tintenfisch verfolgt die Maus. Langsam, aber stetig. Was mir hier jetzt noch nicht gefällt, ist, dass er sich rumdreht. Welcher Tintenfisch schwimmt denn mit dem Kopf nach unten? Ich stoppe das mal. Hier gibt es einen kleinen Trick. Hier gibt es 3 so kleine Knöpfe, die bestimmen, wie sich das Objekt drehen kann. Standardmäßig kann sich das Objekt frei drehen in jede Richtung. Ich kann das aber auch einschränken. In der mittleren Auswahl kann es sich nur nach links und rechts drehen und in der untersten kann es sich überhaupt nicht drehen. Ich probiere mal die mittlere Stellung aus und du siehst schon, jetzt hat er sich wieder rumgedreht. Wenn ich das Skript jetzt nochmal laufen lasse, kann er sich links und rechts bewegen. Er dreht sich links und rechts, aber er bewegt sich frei nach oben und unten. Das sieht richtig aus. Diese beiden Skripte können wir jetzt zusammen laufen lassen, wie wir das letztes Mal auch gemacht haben. Und das wäre schon ganz schön. Aber ich habe dir versprochen, dir noch was anderes zu zeigen, nämlich eine andere Möglichkeit, wie Objekte miteinander kommunizieren können. Wir werden also hier nicht diesen Ereignisblock nehmen, sondern einen eigenen Ereignisblock machen, weil wir den auch wiederverwenden wollen, nicht nur, wenn man den grünen Knopf drückt, sondern, wie du sehen wirst, auch noch, wenn ein paar andere Dinge passieren. Dazu gibt es einen Hutblock, der heißt, wenn ich etwas empfange. Ich nehme diesen Wenn ich etwas empfange Block raus und hier kann ich auch was auswählen. Eine beliebige Nachricht oder ich kann eine neue Nachricht bestimmen. Eine Nachricht ist das gleiche wie ein Ereignis, nur dass ich ihm einen eigenen Namen geben kann. Ich kann also sagen, wenn Spielstart gesendet wird, soll das passieren. Wie kann ich nun Spielstart auslösen? Nun, das Gegenteil zu diesem Hutblock ist dieser Sendeblock. Wenn du diesen Sendeblock rausnimmst, siehst du hier schon, jetzt gibt es diese Option Spielstart, die wir gerade definiert haben. Wenn ich Spielstart auswähle und auf diesen Block klicke, wirst du sehen, dass dieser Block anfängt.
So kann ich dieses Skript indirekt triggern und ausführen. Jetzt kann ich diesen Sendespielstart hier in dieses erste Skript einfügen und jetzt werden beide Skripte genauso gleichzeitig laufen, wenn ich die grüne Flagge drücke. Ich drücke die grüne Flagge und der Tintenfisch bewegt sich und folgt der Maus. Das ist immer noch nicht schrecklich interessant, oder? Ich habe einen Tintenfisch, der die Maus verfolgt. Interessant wird's, wenn wir jetzt noch einen Irrgarten dazu bauen. Also machen wir ein zweites Objekt und das ist ein Irrgarten. Und ich gehe hier auf diesen Knopf, wo ich diesen Irrgarten gleich mal malen kann. Drücke also drauf und es kommt der Kostümeditor, der Maleditor und da kann ich jetzt einen Irrgarten malen. Ich mache mal die Pinselstärke auf ziemlich groß und suche mir eine interessante Farbe raus, Pink, und fange mal an, den Rand zu malen. Dazu wähle ich das Rechteck aus und mache mal einen Rand hier um das ganze Bild rum. Jetzt will ich noch da drin eine Mauer malen, damit es auch ein Irrgarten wird. Dazu gehe ich hier auf dieses Mal, auf diesen Pinsel und male eine Mauer. Und es ist ganz wichtig, wenn du deinen Irrgarten malst, dass du am Anfang einen ganz einfachen Irrgarten malst, sonst wird das Spiel nämlich so schwer zu spielen, dass man es schier nicht schafft. Ich male also eine Mauer. Da kann ich auch ein bisschen variieren. Jetzt habe ich hier eine Mauer gemalt. Und jetzt will ich auch einen Ausweg aus diesem Irrgarten machen. Das kann ich entweder mit dem Radierer machen oder wenn ich eine transparente Farbe auswähle. Ich wähle eine transparente Farbe aus und dann kann ich hier mir quasi wieder was löschen und ein Loch in die Wand bohren, wo der Tintenfisch nachher den Irrgarten wieder verlassen kann. So, jetzt habe ich einen Irrgarten gemacht, sage ich okay. Der Irrgarten heißt Objekt 2. Ich kann ihn umbenennen in Irrgarten. Und ich kann den auch nehmen und rumbewegen. Und das ist vielleicht nicht so toll. Letztlich will ich, dass dieser Irrgarten genau immer da steht und dass man ihn nicht bewegen kann. Und das kann ich hier oben mit diesem Knopf machen, wo ich bestimmen kann, ob ein Objekt greifbar ist oder nicht. Du erinnerst dich an das letzte Video. Wenn ich also hier greifbar ausschalte, kann ich diesen Irrgarten jetzt nicht mehr bewegen. Jetzt soll dieser Tintenfisch durch diesen Irrgarten durchschwimmen und der ist ein bisschen groß. Der passt hier schier nicht durch. Also können wir ein bisschen kleiner machen. Ich kann zwischen Objekten hin und her schalten, hier unten, indem ich das jeweilige Icon anwähle. Ich gehe also wieder zurück zu dem Tintenfisch, gehe zu Aussehen und kann die Größe auf, sagen wir mal, 50% ändern. Und ich muss dazu diesen Block nicht mal mehr rausziehen in diesen Programmierbereich, sondern ich kann das direkt hier drin machen in dieser Palette. Ich drücke drauf und das Ding ist kleiner. Wenn ich jetzt starte, fängt er an, der Maus zu folgen und ich kann hier durchgehen. Jetzt soll aber, wenn er hier in diese Wand geht, soll was passieren. Sonst ist es ja kein Irrgarten. Ich will also überprüfen bei jedem Schritt, ob der Tintenfisch die Wand berührt. Das ist was, das haben wir letztes Mal schon durchgenommen. Das ist eine Bedingung, eine Verzweigung. Das ist also der Falsblock. Hier habe ich den Falsblock und ich möchte etwas prüfen, nämlich ob das eine Objekt das andere Objekt berührt. Das ist auch eine Interaktion zwischen zwei Objekten. Das finden wir in der Fühlen-Kategorie, haben wir diesen Berühre-Block. Diesen Berühre-Block kann ich auswählen, ob er den Mauszeiger, die Kante oder Malspuren berührt oder ein anderes Objekt. Wenn ich also schauen möchte, ob der Tintenfisch den Irrgarten berührt, kann ich das auswählen. Wenn ich hier drauf drücke, berührt der Tintenfisch den Irrgarten gerade nicht. Wenn ich ihn aber nehme und auf den Irrgarten, auf diese Wand quasi drüber legen lasse, stelle ich fest, ja, es ist wahr. Ein solcher Block, du erinnerst dich,
der entweder wahr oder falsch zurückgibt, nennen wir Prädikat. Dieses Prädikat kann ich in diesen Falls-Block reintun und jetzt kann ich bestimmen, was passieren soll, wenn der Tintenfisch die Wand berührt. Ich würde sagen, er soll zunächst mal was sagen. Er soll sagen, aua, für eine Sekunde. Ja, und dann soll das Spiel eigentlich wieder von vorne anfangen. Hey, das haben wir doch schon gemacht, was passieren soll, wenn das Spiel von vorne anfängt. Wir haben hier Spielstart als Nachricht definiert. Also soll er auch hier senden, nämlich Spielstart. Wenn jetzt das Spiel neu startet, soll der Tintenfisch wieder zurück zur Ausgangsposition gehen. Und das ist der Teil, den wir noch nicht definiert haben. Er soll also hier zunächst mal wieder dahin gehen. Wie finden wir raus, wo das ist? In der Bewegungskategorie haben wir hier unten die X-Position und die Y-Position, die können wir uns anzeigen lassen. Und wir sehen hier, das ist ungefähr bei minus 160, X-Position und Y-Position 85. Das heißt, da können wir diesen G-zu-Block nehmen und können diese Zahlen hier einfach einfüllen. Hier, ne? Minus 160 für X und 85 für Y. Und jetzt können wir diese Blöcke wieder verbergen. Diese Überprüfung können wir nun reinnehmen, dass sie bei jedem Schritt ausgeführt wird. Probieren wir das mal aus. Der Oktopus folgt meiner Maus und wenn er in die Wand geht, sagt er Aua und geht wieder zurück. Und es fängt wieder von vorne an. Jetzt ist das noch ein bisschen schnell. Ich möchte vielleicht vorher geschwind überlegen, bevor ich das neue Spiel anfange und warten, bis ich zum ersten Mal die Maus drücke. Dazu gibt es auch in der Steuerungskategorie einen Block, der heißt Warte, bis etwas passiert. Und den kann ich hier reinnehmen. Und ich will warten, bis zum ersten Mal die Maustaste gedrückt ist. Und erst dann soll es passieren. Probieren wir es aus. Ich bewege die Maus, nichts passiert. Wenn ich jetzt drücke, geht der Oktopus und folgt meiner Maus. Und wenn er die Wand berührt, sagt er Aua und geht wieder zurück und ich kann wieder neu anfangen. Der Teil funktioniert also. Was noch nicht funktioniert ist, der Erfolgsfall. Was, wenn der Oktopus den Irrgarten tatsächlich erfolgreich durchschwimmt? Also machen wir auch dafür eine Bedingung. Dazu kann ich diesen Falls-Block duplizieren und sagen, wenn er nicht den Irrgarten berührt, sondern die Kante, das ist dann der Fall. Wenn er es hier schafft, rauszuschwimmen, dann soll auch was passieren. Was soll denn dann passieren? Na, Aua muss er nicht schreien. Das Spiel soll neu beginnen, aber es soll im nächsten Level beginnen. Ich mache also eine neue Nachricht. Die neue Nachricht heißt Sende. Und Sende mache ich eine neue Nachricht, die heißt nächstes Level. Und was soll passieren beim nächsten Level? Na, ein neuer Irrgarten. Das heißt, ich gehe wieder zu dem Irrgarten und male das nächste Level. Hier bin ich bei den Kostümen, das ist mein erstes Level. Ich male also ein zweites Level. Mache die Pinselstärke wieder auf was sehr Breites. Suche mir eine interessante Farbe aus. Male wieder einen Rand. Und eine Wand. Diesmal mache ich die mal so rum. Und auch wieder einen Ausgang. Den mache ich diesmal woanders. Mache ich hier den Ausgang, wo er rauskommt. Das ist jetzt mein zweites Level. Jetzt habe ich 2 Level. Was passieren soll, ist, dass er am Anfang das erste Level nimmt. Also wenn die grüne Flagge geklickt wird, kann ich mir das erste auswählen.
Dann ziehe ich das Kostüm an, was ich zuerst gemalt habe. Und wenn ich die Nachricht empfange, das nächste Level, hier habe ich das nächste Level, dann sollte Irrgarten einfach das nächste Kostüm anziehen. Gehe ich zum nächsten Kostüm. Jetzt probieren wir das mal aus, ob das schon tut. Er wartet, bis ich zum ersten Mal die Maustaste drücke, folgt der Maustaste. Jetzt geht es runter in den unteren Stock und er schafft es. Wir sind im nächsten Level. Er wartet wieder, folgt der Maus. Wenn ich jetzt wieder in die Wand komme, fängt er wieder von vorne an, aber in dem Level, in dem ich schon bin. Schauen wir, ob wir das schaffen. Folgt der Maus. Und jetzt ist er in dem nächsten Level, was wieder das erste ist. Das ist schon ein ziemlich cooles Spiel, oder? Aber ich habe dir versprochen, dass wir zum Schluss noch einen Clou einbauen. Einen kleinen Gag, der es noch interessanter macht. Wie wäre es denn, wenn der Oktopus nicht einfach dem Mauszeiger folgt? Das ist fast ein bisschen lame, das macht jeder. Wie wäre es, wenn er vor dem Mauszeiger flieht? Wie kann man das denn machen? Hier bei dieser Bewegung sehen wir, dass er auf den Mauszeiger zeigt und dann geht. Was, wenn er sich in die entgegengesetzte Richtung dreht? Das können wir machen bei Bewegung. Und die entgegengesetzte Richtung ist, den halben Ganzkreis sich drehen. Das heißt, um 180 Grad drehen. Also er zeigt auf den Mauszeiger, dreht sich in die andere Richtung und dann geht er 2 Schritte. Probieren wir das mal aus. Und ich werde hier das ganz groß machen, mal zu schauen, was passiert. Ich drücke es. Wenn ich jetzt die Maus hier habe, müsste er eigentlich zurückgehen. Hups, genau das macht er. Er ist rückwärts gegangen. Also muss ich mit der Maus hinter ihn gehen und ihn dann so schieben. Oh, das ist aber ziemlich schwer. Probieren wir es nochmal. Ich schiebe ihn durch. Ich schiebe ihn nach unten. Und er flüchtet vor der Maus. Und ich muss umgekehrt denken. Und dann kann ich es auch hier versuchen. Oh, das ist wieder schwierig. Aber ich bin sicher, du wirst es schaffen. Und ich bin schon ganz gespannt, auf was für Ideen du sonst noch kommst. Wir sehen uns.